Heute geht es bei Investing.com um die Themen Qualitätscheck und das Upgrade von ProPix. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse & Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Robert. Ja, herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal von der Nicola. Mein Name ist Robert, ich arbeite ja bei Investing.com und wir hatten ja schon in den letzten paar Wochen ein bisschen über die Plattform Investing.com gesprochen, einmal hier und auch über unser Premium-Tool Investing Pro, also was man dann letztendlich auch käuflich erwerben kann. Ne, vielleicht einfach nur noch mal so kurz ein bisschen oder ein kurzes Recap, was wir in den letzten Monaten schon alles besprochen hatten. Wir hatten uns ja ein paar Funktionen von Investing.com auch schon angesehen, die hier kostenlos zur Verfügung stehen. Wir werden da auch noch ein paar weitere Videos auch machen, wie man zum Beispiel den Wirtschaftskalender benutzt, wie man die Academy benutzt, wie man den kostenlosen Stock Screener nutzt und so weiter und so fort. Und natürlich auch, wie man sich bei den Nachrichten zurechtfindet, ne? Weil wir haben ja jetzt mittlerweile so viele Nachrichten am Tag, ich glaube so um die 1500 Stück, natürlich auch mit KI-Unterstützung. Ne? Und unter anderem auch den Analysebereich und die technische Analyse. Ne? Das könnt ihr euch ja hier alles gratis eben immer so anschauen. Ne? Also das war, glaube ich, das erste Video, worüber wir gesprochen hatten. Und im zweiten Video hatten wir dann direkt ein Feature von Investing Pro uns dann auch angesehen. Da ging es ja dann um die sogenannten Pro Picks. Ne, wenn wir hier einfach mal auf die Premium-Plattform draufklicken, also sprich Investing Pro, da finden wir hier auf der linken Seite die ProPix KI. Das waren ja im letzten Video, wo wir das da besprochen hatten. Es waren es nur, ich glaube, 36 KI-gestützte Strategien und auf 12 Regionen. Und mittlerweile mit dem Oktober gab es hier nämlich ein ganz großes Upgrade. Und das habe ich mir jetzt ganz einfach gedacht, okay, erzähle ich jetzt in dem heutigen Video auch mal ganz kurz, so als kleines Off-Topic. Ich hoffe, die Nicola entschuldigt mich, also sorry Nicola, dass ich jetzt hier so kurz Off-Topic spreche, weil wir wollten ja heute ein spezielles Feature durchsprechen, aber ich habe mir gedacht, okay, das finde ich schon relevant, das sollten dann auch diejenigen, die Investing Pro schon haben, ja, auch mitbekommen und deshalb sage ich jetzt einfach mal ganz kurz. Ne? Und zwar gibt es jetzt nämlich 24 Märkte und insgesamt 84 Strategien. Also das war ein massives Upgrade, das es hier gegeben hat. Und ihr könnt dann auch hier sehen, welche neuen Märkte mit dabei sind. Das ist unter anderem Dänemark, Singapur. In den USA gab es ein großes Upgrade, da kommen wir dann später noch drauf. Ne? Vielleicht für die hier in Europa relevant, weil man jetzt mittlerweile auch wieder in die Schweiz investieren kann. Für diejenigen, die in Deutschland ansässig sind, es gibt jetzt sogar auch Schweizer Strategien. Finde ich wirklich super klasse, dass da Investing ja so sich auch bewegt hat und dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt auch Schweizer Strategien und die heißen einmal SMI Gipfelstürmer. Hier geht es natürlich darum, ja, bis zu 20 aussichtsreiche Schweizer Top-Aktien hier zu finden und dann den SMI dementsprechend auch zu schlagen. Ne? Wir haben natürlich auch eine Alpenpharma Select. Hier geht es dann darum, ja, dementsprechend interessante Pharma- und Medizintechnikunternehmen dann auch auszuwählen. Die Schweiz ist ja bekannt für ihre Pharmaunternehmen. Ne? Ich sage nur, ja, Novartis oder Roche. Ne? Also da gibt's ja genug. Und auch im MedTech-Bereich gibt es zahlreiche Unternehmen, die hier auch Weltmarktführer mit dabei sind. Und die Money Master Switzerland. Ne? Und da geht es natürlich auch darum, Schweizer Banken, Finanzhäuser und natürlich auch Versicherungen. Ne, wenn wir uns einfach hier mal eine Strategie aufzupfen, ich mache einfach mal hier die SMI-Gipfelstürmer-Strategie, dann sehen wir das ja wie gewohnt. Der Aufbau bleibt letztendlich derselbe. Es wurden halt letztendlich nur weitere Märkte hinzugefügt und dementsprechend auch neue Strategien. Aber hier seht ihr ja ganz normal den Performance Chart. Wenn wir hier kurz drauf schauen, 232 Gesamtrendite im Backtest über die letzten 10 Jahre. Eine Outperformance zum SMI von 193%. Klasse Sache, annualisierte Rendite von 11,8. Die liegt immer noch unterm S&P 500, ne, aber trotzdem
ist ja auch immer so eine Entscheidungssache, was mache ich letztendlich mit den Strategien. Ne? Investing sagt ja, okay, entweder man baut sie eins zu eins nach. Ne? Es gibt mittlerweile auch ein paar YouTube-Kanäle, die es auch machen. Ne? Die investieren da auch tatsächlich mit Echtgeld dann auch rein. Ich glaube, einer heißt Homeoffice-Millionär. Der hat jetzt im Oktober damit angefangen. Und der andere Kanal heißt Trading-Strategie, glaube ich. Ne? Aber da müsst ihr mal selber gucken. Und die machen es auf jeden Fall mit Echtgeld. Vielleicht auch eine interessante Sache, da mal ein bisschen reinzuschauen, reinzuschnuppern, wie die das machen, welchen Broker die dann letztendlich auswählen. Ne? Weil ihr müsst ja auch schauen, dass ihr, wenn ihr die Strategien eins zu eins nachbilden wollt, dass da die Transaktionskosten nicht ausufern, würde ich jetzt mal sagen. Ne, dementsprechend, ja, und die beiden haben dann auch dementsprechend einen Broker ausgewählt, wo man dann auch erstens die Aktien handeln kann und wo die Transaktionsgebühren entweder gar keine anfallen oder relativ moderat sind. Insofern denke ich schon, dass für diejenigen, die es interessiert, dass solche Videos auch ganz interessant sind. Und natürlich die zweite Möglichkeit, neben dem Strategienachbau, ist eben dieses Tool, dieses Propix KI als KI-gestützten Screener zu verwenden. Ne? Das mache ich zum Beispiel. Ne? Dann sage ich, okay, ich möchte jetzt, weil ich denke, okay, Spanien hat tolle Wachstumsaussichten, dann schaue ich mir hier die spanischen Strategien an, mache mir die Strategien auf, dann schaue ich, welche Einzelaktien drin sind, lese die Reasonings durch und kann dann so für mich eine interessante Aktie auswählen, allein durch Propix KI, ne, die ich dann natürlich noch weiter analysiere. Ne? Wenn ich dann eben sage, okay, ich muss ja auch immer wenn ich eine Aktie auswähle, dann muss ich ein Narrativ um die jeweilige Aktie spinnen. Ne? Und ja, nur weil jetzt eine KI sagt, kauf die Aktie, werde ich das sicherlich nicht tun. Also so bin ich jetzt auch nicht gestrickt, ne? Sondern das muss mich dann persönlich schon überzeugen. Aber so als Ideengeber finde ich das wirklich eine klasse Sache. Ne? Und genau, und hier, wenn wir noch weiter runterschauen, das war ja dann hier das erste Rebalancing hier. Ne? Also jetzt ist die Strategie live mit dem Oktober Rebalancing, also da kann es jeder nachvollziehen, also sprich ab jetzt kein Backtest mehr, neu hinzugefügt im Oktober ABB und die SIG Group. Ne, hier seht ihr dann die entsprechenden Einstiegskurse und hier dann auch das Reasoning, warum die KI zumindest in Teilen sagt, okay, das ist jetzt für der Goldstandard für Oktober. Ne? Nur als Beispiel. Ne? Aber wie gesagt, hier bekommt ihr halt so ein kleines Narrativ schon mal, wo ihr euch dann natürlich dann auch noch weitergehend dann damit beschäftigen solltet. Ne? Also, ne, wie gesagt, auch wieder nur ja, als Ansatzpunkt sehen, wie man dann weiter sein Research dann betreiben kann. Und hier seht ihr dann, welche Aktien dann rausgeflogen sind. Das ist einmal Richmond und einmal Logitech. Die waren ja alle noch im Backtest mit dabei. Und hier einmal 16% plus und einmal 6,2%. Wenn wir weiter runter scrollen, dann seht ihr hier Aktien im Fokus, sprich die aktuellen Outperformer, die in der Strategie mit drin sind. Zürich Insurance Group, Novartis und wen haben wir da noch? Galderma, sagt mir jetzt zum Beispiel mal nichts. Sandoz ist auch mit dabei, 18%. Das könnt ihr euch halt die Performance anschauen. Ne? Also hier ist Swatch Group auch noch mit dabei. Ist erst im September dazugekommen, sieht aktuell ja ganz gut aus. Ne? Und genau, ABB, der neue Kömmling, kürzlich hinzugefügt, immerhin schon 2% im Plus. Wir sind ja noch nicht so lange hier mit dabei. Ne? Das ist erst der 6. Ja, genau, ja, richtig. Ne, noch nicht so lange mit dabei, aber immerhin schon ein Plus von 2%. Und natürlich, hier könnt ihr auch nach Neuzugängen filtern, also sprich, da müssten ja dann nur 2 angezeigt werden, genau, richtig. Und einmal die Underperformer in der Strategie. Sind jetzt doch einige, ne? Aber wenn man jetzt die ganzen Prozente zusammenzählt, dann ist es halt eben so, weil die ganzen Aktien eben gleichgewichtet sind, ne, macht es auch nicht so wirklich viel aus. Ne? Und das ist halt immer das Relevante an den Strategien. Wenn ich die 1 zu 1 nachbaue, dann muss ich auch sicherstellen, dass ich die ungefähr 1 zu 1 hier nachgestellt bekomme und dann auch gleichgewichtet verteile.
Naja, das ist natürlich ganz wichtig, weil ansonsten wird irgendwann eine Position zu groß und dann fällt die plötzlich 30% und dementsprechend, ja, schaut dann auch die Performance der Strategie aus. Also insofern, wenn ihr die wirklich 1:1 nachbauen wollt, dann schaut, dass ihr das auch equal weighted umsetzt und zwar fortlaufend. Ne? Genau. Das vielleicht zu diesen Schweizer Strategien. Die Namen finde ich auch ganz toll. Die Namensgeber, das war ich. Also, ne, fand ich ganz cool. Ich musste ja auch richtig schmunzeln, wo ich dann meinen Kollegen gefragt hatte, okay, Marco, kann ich mit SMI-Gipfelstürmer ins Rennen gehen? Und dann hat er gemeint, ja, das ist schon okay. Ne? Also er fand es okay. Ich hoffe, die User finden es auch okay. Aber ja, also jetzt wisst ihr auch, wie die Namen letztendlich zustande gekommen sind. Wie gesagt, 3 Schweizer sind mit dabei. Und genau, was haben wir noch Interessantes dazu zu sagen? UK ist auch mit am Start, jetzt hier mit Beat the FTSE, UK Midcap Movers, ne? Und was vielleicht auch ganz interessant ist, Energy und Materials, also sprich Rohstoffunternehmen und Mining-Spezialisten. Und wer natürlich hier aktuell im Goldrausch ist, der hat jetzt auch die Möglichkeit in australische oder kann sich auch australische Aktienideen holen. Ne, insbesondere jetzt hier, weil ich Gold Rush gemeint hatte, Aussie Materials vielleicht ganz interessant, ne, hier mit Bergbau- und Rohstoffunternehmen und vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, Aussie Tech Titans oder Titans, ne, ja, wie man es jetzt auch immer aussprechen mag. Vielleicht schlummert ja auch in Australien mal eine Tech-Perle, ne? Also da kann man auch mal reingucken, so als Idee, ne? Und wie gesagt, deswegen finde ich das eigentlich als so als KI-gestützten Screener, finde ich das eine echt klasse Sache. Und ihr bekommt ja auch jetzt hier für so Ossi-Aktien, bekommt ihr ja auch immer das Reasoning mitgeliefert. Ne? Also das dürft ihr dabei auch nicht vergessen. Genau, und was gab es noch Relevantes beim großen ProPix Upgrade? Genau, wir haben ja in der Regel haben wir 6 Standardstrategien. Techstars performt ja am allerbesten, sind ja Weltklasse hier unterwegs. Ich glaube, seit Live Launch im Oktober, November 2023 haben wir hier jetzt 150 Performance gefahren mit dieser Techstars. Und wir haben eine Value Wall, die wirklich klasse performt. Und wir haben auch eine Best of Buffett, die richtig stark performt. Allerdings nur alle 3 Monate neu ausgerichtet wird. Das ist relevant. Und wenn wir jetzt hier auf die zweite Seite gehen, da sehen wir jetzt 5 Neuankömmlinge. Einmal Healthcare Heroes. Das klar, Gesundheitsunternehmen. Energy Elite, also sprich Unternehmen, die auf Öl und Gas spezialisiert sind, aber nicht nur, sondern auch erneuerbare Energien. Schauen wir mal rein, ob da vielleicht eine Aktie dabei ist, die ich selbst im Portfolio habe. Nein. Ich hätte gedacht, die haben den Solarspezialisten Nextracker mit dabei, aber haben sie nicht. Nextracker macht ja so Nachführsysteme für Solarpaneele, aber die haben sie jetzt hier nicht in der Strategie, leider. Aber interessante Aktie. Wer daran Interesse hat, kann sich das gerne mal genauer anschauen. Und ja, Energy Elite, Financial Fortresses, also sprich, sagt ja schon der Name, Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister. Wir haben auch Small Cap Sprinters. Ne, Small Caps vielleicht aktuell, ja, bei Small Caps ist es ja so, die haben ja in den letzten Jahren kontinuierlich underperformed, auch gegenüber Large Caps und natürlich gegenüber Mega Caps, brauche ich jetzt gar nicht dazu sagen. Ne? Aber vielleicht könnte sich da, weil in letzter Zeit haben die nämlich auch einen moderaten Boden gebaut, die Small Caps, zumindest gegenüber den Large Caps. Und wenn man sich das dann hier mal genauer anschaut, ne, hier in den Collab-Charts, die ich hier immer habe, dann genau, hier ist der Chart. Da kann man das auch ganz gut sehen. Also ihr seht ja hier, ne, okay, hier gab es mal eine kurzfristige Outperformance. Das war ja hier das Sugar High durch Corona, ne, die ganzen Stimulus-Checks, die hier rausgeballert worden sind von der US-Regierung. Und da habt ihr das dann dementsprechend auch gesehen, wie es da nach oben ging mit den Small Caps. Ne, es war ja so, da hat ja die Federal Reserve dann eben auch gesagt, okay, egal, wir kaufen jetzt auch Corporate ETF. Ne, also da waren die Small Caps richtig safe. Ne, und dann fing dieser krasse Zinserhöhungszyklus dann auch von der Federal Reserve an, um letztendlich zu sagen, okay, wir müssen
die selbstverschuldete, die selbstverschuldete Inflation letztendlich wieder einfangen. Ne, weil die Regierung war natürlich diejenigen, die gesagt haben, okay, wir gehen in den Lockdown. Ne? Und das war ja dann letztendlich auch der Grund, warum die Lieferketten so gebrochen sind. Ne? Und das Angebot ja, kein Angebot sozusagen mehr da war, wenn ich es jetzt extrem ausdrücken will, aber natürlich noch dementsprechend Nachfrage da war. Ne? Und ja, und dann, wo auch wieder langsam wieder alles geöffnet war, war das Angebot immer noch am Boden, aber die Nachfrage ist explodiert, also wirklich explodiert. Und was passiert dann natürlich, wenn da so ein Ungleichgewicht herrscht? Ja, die Preise gehen eben durch die Decke. Ne? Und deswegen sage ich selbstverschuldet, weil man dann natürlich auch noch Öl ins Feuer gegossen hat, indem man gesagt hat, okay, wir ballern jetzt auch noch Stimulus-Schecks raus. Also müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Also, dass wir dann den Leuten auch noch, die ohnehin daheim sitzen, ja, und ja, und dass man denen dann auch noch ja, großzügig noch ein paar Schecks hinterher schickt und sagt, ja, hier habt ihr noch ein bisschen zusätzliches Geld, ne? Weil so viele Jobverluste sind ja gar nicht passiert. Ne? Das muss es ja auch geben. Ne? Aber ja, sei es drum. Aber dann ist hier eben durch diesen Zinserhöhungszyklus, ja, sind diese Small Caps dann halt wieder unter Druck geraten, letztendlich vor allem gegenüber dem Spider. Ne? Also nur das ist die relative Stärke. Ne? Und das bedeutet, wenn der Chart nach unten geht, dann sind die Large Caps hier massiv im Vorteil. Und ihr seht ja, der übergeordnete Trend geht immer dahin, dass Large Caps die Gewinner sind, liegt natürlich auch daran. Ne? Viele Small Caps, die wirklich was auf dem Kasten haben, die sind dann halt irgendwann so groß, dass man dann eben sagt, okay, die steigen dann letztendlich auf und fliegen aus den IWM raus. Ne? Und klar, dass die jetzt hier keine massive Outperformance auf Dauer zeigen, sollte auch jedem klar sein. Ne, weil die guten Unternehmen, die werden dann eben rausgeholt und gehen dann irgendwann in den Spider oder in den S&P 600 oder was weiß ich. Ne? Also Spider ist der S&P 500 übrigens. Ne? Und dann gibt es ja natürlich noch die ganzen anderen Konsorten, ne? Also mit S&P 600 und 1000 und so weiter und so fort. Aber die steigen dann halt auch dementsprechend aus. Ne? Also die guten Unternehmen verlassen die Small Caps dann auch. Und das erklärt zum Teil zumindest diese Underperformance, aber halt eben nicht in Gänze. Sind halt einfach finanziell, ja, nicht so gut aufgestellt wie die Large Caps. Punkt. Ne? Und ja, hier seht ihr dann auf jeden Fall die relative Performance, also die relative Stärke, und die war ja in den letzten 4 Jahren ja geprägt davon, dass Large Caps outperformen. Ne? Und so gestaltet sich dann letztendlich auch der Chart. Ne? Und hier seht ihr das jetzt dann, ne? Jetzt seit August, glaube ich, ungefähr, könnt ihr dann auch sehen, ja, jetzt bilden die Small Caps langsam hier einen Boden, Doppelboden, ne? Und jetzt zack, über 100 und 200 Tage Linie drüber. Ne? Okay, jetzt wieder unterhalb der 21 Tage Linie. Und ja, muss mal gucken, ob diese Stärke dann nachhaltig letztendlich ist. Aber was ich letztendlich damit sagen will, ja, wenn man eben sowas sieht, dann kann man auch so eine Strategie mal aufzupfen und schauen, okay, welche Small Caps könnten denn jetzt gerade interessant sein. Ne? Und dann gibt es noch die Quality Compounder Strategie. Die ist auch neu. Ne? Genau, so viel vielleicht dazu, zu dieser Erweiterung, die wir haben. Und jetzt kommen wir vielleicht zum eigentlichen Thema des heutigen Videos. Ne? Und da geht es um eine neue, was heißt eine neue Funktion, sondern eine weitere Funktion, die ich euch eben vorstelle. Wir hatten ja jetzt dann unter anderem auch die Pro-Research-Berichte schon mal durchgesprochen. Das sind ja diese 10-seitigen PDF-Berichte, wo ihr auch Bull-Case und Bear-Case geliefert bekommt, also sprich wieder Kontext und eine SWOT-Analyse, Highlights aus dem letzten Earnings-Call und so weiter und so fort. Im letzten Video hatten wir uns den Fair Value genauer angeschaut, ne, mit den ganzen Modellen, die man hier hat und die man auch exportieren kann. Und heute schauen wir uns ganz einfach mal den Qualitätscheck an. Ne? Also ihr wisst ja, wenn ihr ein Unternehmen suchen möchtet, dann gebt ihr oben links in die Maske ein, den Namen, Apple jetzt in dem Fall, wähle ich ganz einfach aus, weil jeder Apple kennt, deswegen wähle ich Apple.
Und dann müsste er halt eben schauen, okay, dass er Apple an der Heimatbörse auch auswählt, also sprich das Primary Listing auswählt, US, ne, könnte er da dran erkennen und nicht aus Versehen hier Apple Hospitality Read auswählt, ne, nur weil das jetzt hier ganz oben steht, ist es natürlich nicht Apple. Na, also ich persönlich würde immer das Primary Listing auswählen, also da, wo das Volumen auch immer am größten ist. Dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit unser Kanal schnell weiter wachsen kann, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, schöne Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Herzlichen Dank. Weil ja, bei Xetra ist Umrechnungen, natürlich, das wird vom System alles automatisch berechnet, aber ja, man kann es ja nie ausschließen, dass trotzdem mal ein Fehler drin ist, oder? Also wähle ich doch gleich das Primary Listing. Also wenn ihr ein US-Unternehmen habt, dann wählt bitte auch die Nasdaq oder die New York Stock Exchange aus und ja, nicht unbedingt Xetra oder so, auch wenn es hier die Möglichkeit gibt. Ne? Sondern für die Analyse, für die Recherche wählt das Hauptinstrument aus. Ne? Gleiche gilt auch, wenn ich eine polnische Aktie auswähle, ne? Dann analysiere ich auch, ne, von der Warschauer Stock Exchange, wo das Unternehmen gelistet ist, letztendlich den Ticker und jetzt nicht unbedingt den Xetra-Ticker. Ne? Also daran immer vielleicht oder darauf zumindest mal immer ein bisschen achten. Ja, aber wir haben ja eben gesagt, wir schauen uns Apple an und heute gucken wir uns diesen Qualitätscheck ein bisschen genauer an. Ne, wir sind ja hier im Übersichtsbereich. Das bedeutet, ja, ihr habt hier die einzelnen Widget-Boxen. Wenn ihr mit der Maus länger draufklickt auf diese Box, dann könnt ihr die dementsprechend auch anpassen. Deswegen kann es sein, dass es bei euch vielleicht ein bisschen anders ausschaut, weil ich habe das natürlich schon dementsprechend mal angepasst. Also bitte nicht wundern, ne? Da müsst ihr halt mal hier kurz ein bisschen runterscrollen, dann seht ihr den Qualitätscheck, aber ihr werdet den mit Sicherheit sehen. Gut, also jetzt zum Qualitätscheck selbst. Hier seht ihr ja schon mal die Erklärung zur Beurteilung der Finanzlage von Apple. Werden über 100 Kennzahlen analysiert und diese werden dann mit Unternehmen aus dem Sektor Informationstechnologie verglichen. Ne? Und darum geht es eben. Ne? Also hier und dieser Qualitätscheck setzt sich aus diesen 100 Kennzahlen zusammen. Die werden hier auf diese 5 Punkte dann letztendlich verteilt und dann gegenüber der Peer sozusagen, oder beziehungsweise nicht der Peer, sondern den Sektor, dann auch ja, getrackt letztendlich. Ne? Und dann auch ins Verhältnis gesetzt. Ne? Darum geht es ja dann. Und ja, hier seht ihr erstmal den Gesamtscore. Also der ist ja von der Skala 1 bis 5. 1 natürlich schlecht. Seht ihr hier auch, dass die Farbe rot ist. Und 5 ist natürlich ausgezeichnet, hervorragend, Weltklasse, Top-Firma. Ne? Hat wahrscheinlich jetzt aktuell Nvidia, würde ich mal sagen. Ne? Mal gucken. Ja, seht ihr? Nvidia hat ausgezeichnet. Ja, war jetzt auch nicht wirklich schwer, ne, das zu erraten. Ne? Ich weiß. Aber ja, Apple kommt auf, ja, eine gut, also sprich durchschnittlich. Und ja, dieser Score setzt sich letztendlich aus diesen 5 Punkten hier unten zusammen. Einmal Momentum, Profitabilität, Wachstum, relativer Wert und Cashflow-Rating. Vielleicht zur Begrifflichkeit, Momentum ist ja, da dreht sich dann alles um den Preis. Also wenn ich jetzt hier bei Apple 4 von 5 Punkten habe, dann weiß ich, okay, also Apple muss in den letzten Wochen richtig kräftig gestiegen sein, damit Apple hier auf 4 von 5 Punkten kommt. Ne? Weil die haben ja da fast das Maximum dann erreicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier auf den Chart von Apple schauen würde, dann bin ich mir relativ sicher, dass Apple ziemlich gut dasteht. Schauen wir einfach mal hier auf Investing. Und ja, Tageschart, seht ihr, ne? Also schöne Aufwärtsbewegung definitiv seit Anfang August, wahrscheinlich schon länger auch. Ne? Ja doch, seit Anfang August. Hier Bodenbildung und dann ging es nach oben. Ne? Aber hier fließen letztendlich nur Rendite-Kennzahlen rein, also Total Return. Das schauen wir uns dann auch gleich näher an. Wir machen jetzt hier nur kurz mal eine Begrifflichkeitserklärung. Profitabilität dreht sich natürlich alles darum, ja, wie viel Geld Apple letztendlich verdient und ob Apple auch dieses, ja, also dann halt eben dementsprechend auch mehr verdienen kann. Ne?
Dann haben wir noch den Wachstumsreiter, also da dreht sich dann alles um Growth. Ne? Kann Apple seinen EPS regelmäßig steigern? Kann Apple seinen Cashflow steigern? Kann Apple seinen Umsatzwachstum steigern? Ne? Und da kommt Apple auf 3 von 5 Punkten. Relativer Wert ist vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so durchsichtig, was damit gemeint ist, aber hier geht es um Bewertung. Und nur weil jetzt hier eine 1 steht, bedeutet das natürlich nicht, dass Apple schlecht ist, sondern es bedeutet lediglich, wenn man es im Kontext sieht, Apple ist halt im Vergleich zum Informationstechnologiesektor oder zu den Unternehmen, die da drin enthalten sind, vergleichsweise teuer. Ne? Darum geht es letztendlich. Ne? Und Cashflow-Rating, hier dreht sich alles um den Cashflow, also sprich, da wird dann auch das Geld, das durch das Unternehmen fließt, dann letztendlich bewertet. Ne? So, und wenn ich mir das jetzt alles hier detaillierter anschauen möchte, dann klicke ich hier oben rechts auf den Reiter Details und dann fliege ich von der Übersicht hier in den Qualitätscheck rein und komme hier zu dieser Übersichtsseite. Eine Box mit dem Qualitätscheck selbst. Dann kann ich mir hier den Qualitätscheck im Verlauf anschauen. Und hier kann ich mir auch noch mal angucken, okay, wie steht denn Apple im Vergleich zum Sektor-Ranking dann auch da. Wir beschäftigen uns jetzt in erster Linie mit diesen 2 Boxen hier. Das sind auch die, die ich am meisten benutze. Ich benutze jetzt ehrlich gesagt gar nicht so häufig die hier, sondern ich benutze das und das. Ne? Und ganz einfach, damit man das dann auch ein bisschen begreift, wie es dann letztendlich auch gemeint ist. Wenn ich jetzt hier relativer Wert aufzupfe, dann geht es hier kontinuierlich nur um Bewertungskennzahlen, also Bewertungsmultiples, Bewertungsverhältnisse. Ne? Und da kann man sich jetzt dann eben auch herleiten, ja, warum hat denn Apple nur eine 1 von 5? Ne? Also eine 5 würde bedeuten, wow, Apple ist super günstig, richtig attraktiv. Ne? Aber Apple hat halt hier eben nur eine 1, weil es auch in den entsprechenden Bewertungsaufschlag auf den aktuellen Kurs dann auch besitzt. Und hier haben wir jetzt, fangen wir einfach mal, nur dass es das System begreift, ne, fangen wir einfach mit dieser Kennzahl hier an, EV/EBIT, also Enterprise Value im Verhältnis zum EBIT. Ne, und da kommt Apple auf eine 29,2 und damit liegt Apple hier im 74,5. Perzentil. Das bedeutet, ja, Apple ist halt im Vergleich zur Peer relativ teuer oder im Vergleich zum Informationstechnologiesektor oder zu den Unternehmen, die da drin enthalten sind. Ne? Und ja, hier zum Beispiel sind 74% der Unternehmen hier im Informationstechnologiesektor sind attraktiver bei diesem Verhältnis als jetzt eben Apple. Ne? Und nur 25% sind unattraktiver und daher bekommt Apple hier auch nur einen Score von 1,3. Wenn man sich das jetzt dann hier im Verlauf ein bisschen anschaut, ne, in den letzten 5 Jahren, dann, wenn man hier auf Verlauf klickt, dann kann man sich nämlich auch anschauen, wie sich dieser Score im Verlauf auch dementsprechend entwickelt hat. Und so kann man komplett hier auch durchgehen, ne? Auch bei EV/EBITDA, ne? Also Enterprise Value EBITDA, ne? Kommt Apple auf eine 26,8, 80. Perzentil, 20% der Unternehmen Unternehmen aus dem Informationstechnologiesektor sind noch teurer, aber die Mehrheit ist eben attraktiver. Dementsprechend bekommt man hier nur einen Score von 1,0. Das gleiche gilt beim EV-Umsatz. Ne? Und hier seht ihr es ja, wer jetzt hier rein von der Marktkapitalisierung geht, ja, dann ist Apple halt ganz einfach der Größus. Ne? Das ist halt das größte Unternehmen eben in dem Sektor und deswegen bekommt man hier auch eine 100% und dementsprechend hat er hier bei dem Score, hat er hier einen 5er-Score. Ne? So, und wie ergibt sich dann dieser Score? Ja, dann werden natürlich hier diese ganzen Einzelscores zusammengezählt und dann durch die Anzahl der Kennzahlen, die hier drinnen sind in dem Reiter, wird es dann geteilt und dementsprechend ergibt es dann einen Score von 1 oder knapp unter 1.
Ne? Das wird halt dann hier dementsprechend aufgerundet. Und das Gleiche gilt natürlich auch, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte den Cashflow von Apple genauer bewerten und dann kann ich hier den Cashflow aufklicken und dann sehe ich, welche Kennzahlen hier schon mal drinnen sind. Ne? Also sprich, ich kann auch kategorisieren. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich weiß nicht, welche Kennzahlen relevant für den Cashflow sind, dann klicke ich hier einfach auf den Qualitätscheck drauf und dann kann ich genau sehen, welche Kennzahlen hier reinfließen. Ne? Kann ich mir zum Beispiel auch rausziehen und dann für meine eigene zukünftige Analyse dann mir die Kennzahlen herziehen. Ne? Also ich kann mir durch diese Kennzahlen allein auch schon ein System bauen. Ne? Profitabilität, das Gleiche. Ne? Habe ich die relevanten Kennzahlen hier eben mit drinnen, die dafür was aussagen. Momentum hatten wir ja schon gesprochen. Hier geht es nur um den Total Return, wie sich Apple in den letzten Wochen, Monaten, Jahren auch entwickelt hat. Ne? Und natürlich hier ums Wachstum, ne? Alles was EPS betrifft, Bruttoergebniswachstum und so weiter und so fort. Auch unsere Trendscores fließen hier mit rein. Das ist vielleicht auch so ein Thema, was wir mal besprechen, wie sich diese Trendscores dann hier letztendlich zusammensetzen. Und natürlich, wie vorhin angedeutet, das Umsatzwachstum spielt hier genauso eine Rolle. Das hier finde ich noch ganz interessant, ne? Weil hier könnt ihr dann letztendlich die einzelnen Kategorien auch sehen, wie die sich in den letzten 5 Jahren dann tatsächlich auch entwickelt haben. Ne, jetzt zum Beispiel, wenn wir hier relativer Wert, also bewertungsseitig davon ausgehen, ja, war Apple ja schon immer teuer, ne? Das ist klar, die Apple-Aktie, aber in der letzten Zeit ist es nochmal ein Stückchen teurer geworden. Ne? Jetzt rein von der Bewertung her, seht das ja, jetzt liegen wir bei 0,87. Davor waren wir immer so bei 1,3, 1,5 hier kurzzeitig in dem Tech-Bärenmarkt. 2022 waren wir sogar bei 1,7. Also da war Apple ziemlich attraktiv. Jetzt, nachdem es da halt jüngst den Kursanstieg gesehen hat, ja, ist halt von der Bewertungsseite nicht mehr so attraktiv. Ihr könnt auch hier sehen, wie sich das Momentum eben auch entwickelt hat. Und da könnt ihr es ja auch sehen, ja, seit Juni 2025 zeigt eben das Momentum hier wieder nach oben. Ne? Und ja, wie gesagt, da muss man gar nicht auf den Chart großartig draufschauen, sondern da wisst ihr, okay, hier ist jetzt wieder ein bisschen Musik drin. Profitabilität ist beeindruckend konstant bei Apple. Ne? Also ihr seht das, schwankt immer so um die 4,5 rum. Ne? Da gibt es keine großartige Bewegung. Ne? Ist natürlich auch so ein Grund, warum man sagt, ja, okay, Apple verdient diese Prämie auch. Ne? Neben natürlich dem Plattformökosystem, das Apple auch hat und diese Marktmacht, die dadurch auch kommt. Ne? Jetzt habt ihr das ja zum Beispiel letztens auch, ne? Alphabet darf ja weiter Apple auch bezahlen, um als Standardsuchmaschine hier in Safari gelistet zu sein. Und da zahlt der Alphabet auch Unmengen an Geld, aber Apple muss dafür keinen großartigen Finger krümmen, ne? Sondern die bekommen es halt einfach. Ne? Und das Gleiche gilt auch irgendwann mit KI. Apple muss nicht der Frontrunner bei KI sein, ne? Weil die haben ihr Plattformökosystem. Man kann ganz einfach von der Warte von Apple sagen, okay, ne, Gemini oder Claude oder ChatGPT, wenn ihr auf unserem Plattformökosystem als Suchmaschine Nummer 1 oder als als KI-Chatbot Nummer 1 gelistet sein wollt, dass jeder euch sieht, jeder iPhone-Benutzer, jeder Mac-Nutzer, dass ihr standardmäßig hier vorinstalliert seid. Ne, und überall, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf der rechten Seite beim Apple das Sideboard aufmache und dann sehe ich ChatGPT, ne, ja, dann zahlt uns. Dann bezahlt uns ganz einfach. Ne? Und das ist halt dieser enorme Hebel, den Apple hat, weil das kostet ja die nix. Ne? Das kostet die nix. Keine Entwicklungskosten oder dergleichen. Die müssen da nichts reinstecken. Ne? Sondern OpenAI müsste da ordentlich was bezahlen, damit man hier standardmäßig dann auch gelistet sein darf. Oder Google wieder. Ne? Oder Claude. Ne? Mit Anthropotic oder sowas, wie die auch immer heißen. Die Entwickler da von Claude. Ne? Ja. Und genau, dementsprechend hat halt Apple diese Prämie verdient. Genau.
und das war es dann eigentlich auch schon zum Qualitätscheck. Vielleicht noch eine Sache, die man natürlich auch hier machen kann. Hier habt ihr natürlich auch den Screener bei Investing Pro. Und hier im Screener heißt der Qualitätscheck übrigens Gesamtnote. Ne, da wird dann halt nur die Note entsprechend hergenommen, die man da bekommen hat. Und da kann man dann auch danach filtern. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, wie jetzt zum Beispiel hier bei dieser Filtereinstellung, kann ich sagen, okay, ich möchte nur Unternehmen hier aus Europa haben, die diesen Kriterien entsprechen. Ne? Also entspricht. Mehrere, jetzt hier habe ich gesagt, okay, exzellent ist 5 von 5, hervorragend ist 4 von 5 und gut ist 3 von 5. Und diesen Kriterien möchte ich entsprechen. Also ich möchte nur Unternehmen gelistet haben, die mindestens 3 von 5 Punkten haben. Ne? Und das ist auch so ein Vorteil. Und ihr seht ja auch hier, könnt ihr auch mit dem Fair Value von Investing Pro dann automatisch filtern. Ne? Und ja, ist eine tolle Sache. Ne? Lustigerweise ist jetzt hier sogar zweimal Gesamtnote drin. Ne? Kann natürlich passieren. Jugendlicher Leichtsinn, würde ich mal sagen. Ne? Okay. Ne? Genau, das wollte ich noch erwähnen. Und genau, wenn euch das alles wirklich interessiert und ihr euch sagt, ja, das ist es mir wert, dass ich da auch ein bisschen Geld bezahle, um diese Plattform auch nutzen zu können, dann habe ich hervorragende Nachrichten für euch. Und zwar könnt ihr mit der Nicola, ihrem Link, der unten in der Beschreibung ist, könnt ihr nämlich nochmal zusätzlich 15% sparen. Investing.com bietet ja auch immer Rabattaktionen an. Jetzt hier in dem Fall seht ihr schon, bis zu 45% Rabatt gibt es hier aktuell bei uns. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr hier schon mal die Landingpage. Ne, da könnt ihr, der Nicola ihre kann auch ein bisschen anders ausschauen, aber das ist jetzt nicht relevant. Ne, klickt ihr hier einmal drauf und dann kommt ihr hier zum Auswahlmenü und da könnt ihr zwischen jährlich und 2 Jahre wählen. Bei 2 Jahre gibt es natürlich ein bisschen mehr Rabatt, aber ich würde sagen, jährlich reicht. Und da müsst ihr dann auswählen zwischen Pro und Pro Plus. Ne? Das ist dann auch schon der reduzierte Preis von unserer Seite. Wenn ihr dann noch der Nicola ihren Couponcode nehmt, ne, der Nicola heißt, da bekommt er nochmal 15% on top. Ne? Das ist halt dieser Vorteil und dieser Deal, den ich dann auch mit Nicola gemacht hatte. Aber ihr müsst dann auswählen zwischen Pro und Pro Plus. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, ja, für den Hobbyinvestor reicht Pro, ne, der jetzt einmal im Quartal oder einmal im Monat in seinem Portfolio nachschaut und mit dem Qualitätscheck prüfen möchte, okay, wie steht meine Aktie qualitativ da? Oder den Fair Value mal nachgucken möchte oder Warren AI fragen möchte, okay, analysiere meine Watchlist, analysiere mein Portfolio auf Chancen und Risiken, na, für den reicht Pro. Wenn jetzt einer sagt, okay, er möchte richtig tief in diese Materie einsteigen, sie richtig einbuddeln in die Aktie, ja, dann derjenige soll halt bitte Pro Plus nehmen, ist jetzt vergleichsweise auch nicht so extrem teuer. Ne, ich weiß, jede Subscription tut irgendwann vielleicht mal weh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne, ich für meinen Teil, ja, natürlich, ich muss jetzt nicht für Investing Pro Subscription bezahlen, ich habe aber auch im Privat habe ich hier genug Subscriptions, ne, und 21,95 ist schon okay. Vor allem mit der Datenfülle, die ihr dann auch bekommt. Ne, ihr bekommt hier sämtliche ProPix KI-Strategien, das ihr jetzt nicht aktualisiert, weil da müssen ja 84 hier eben stehen. Ne, ihr bekommt Zugriff zu dem Screener, den ich hier gerade gezeigt habe. Den habt ihr jetzt hier zum Beispiel nicht mit dabei bei Pro. Und das Wichtigste finde ich zumindest, ja, dass ihr zu allen Kennzahlen auch Zugriff habt, die wir hier auf Investing Pro so anbieten. Ihr habt Zugriff auf Finanzdaten der letzten 10 Jahre. Ne, ihr habt Zugriff aufs Dividenden-Widget, aufs Earning-Widget und vor allem auch die Exportfunktion finde ich super. Ihr habt ja gesehen, ich baue mir hier bei Collab dann auch immer mal wieder selber Charts. Ne? Und ja, mit dieser Exportfunktion könnt ihr das dann halt dementsprechend dann auch tun. Ne? Und deshalb finde ich, für mein Dafürhalten ist das schon mal auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich würde nur Pro Plus nehmen, weil ich mir das ganze Zeug auch immer wieder gern exportiere und dann meine eigenen, ja, Narrative dann spinne in diesem Collab da. Und ja, fundamentale Daten in anschaulichen Charts habt ihr natürlich hier bei Pro Plus auch mit dabei.
In beiden Abos ist der Fair Value und der Qualitätscheck dabei, das will ich dazu sagen. Und natürlich auch die Pro Research Berichte, die wir schon mal hier durchgesprochen haben. Insofern, ja, wie gesagt, Hobby-Investor und hier Pro Plus für, ja, die Datenfreaks, würde ich mal sagen, ne? Die da wirklich sich täglich damit beschäftigen oder alle 2 Tage in ihr Portfolio schauen und neue Aktien raussuchen möchten, ne? Die sollten dann schon zu Pro Plus greifen. Ne? Ja, und wenn wir dann hier auf Jetzt profitieren klicken, dann kommt das, was nicht kommen sollte. Aber jetzt klicken wir nochmal drauf. Jetzt profitieren klicken, dann gebt ihr hier, wenn ihr nicht über den Link von der Nikola kommt, dann müsst ihr das nämlich manuell eingeben. Dann gebt ihr hier einmal Nikola ein, macht der Eingabe und dann bekommt ihr hier nochmal 15% on top. Hier seht ihr es, knapp minus 40%, das sind diese 15%. Geschäftsbedingungen akzeptieren und ja, euch natürlich dementsprechend anmelden. Das mache ich jetzt nicht, ne, weil ich habe ja das Abo schon. Aber ja, da ist letztendlich selbsterklärend, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Genau, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon tatsächlich am Ende des Videos angekommen. Das ist jetzt wieder wirklich viel, viel zu lang geworden. Nämlich 40 Minuten. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und ihr habt diese 40 Minuten genauso genossen, wie ich das getan habe. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video im nächsten Monat. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare unten im Kommentarbereich. Ihr könnt auch jederzeit Wünsche äußern, was ihr denn genau für eine Funktion von Investing Pro genauer vorgestellt haben möchtet. Ne? Ich plane zumindest jetzt ja, gegebenenfalls Vern AI, wobei ich mir immer sage, okay, ich will erstmal die ganzen Einzelfeatures durchmachen, bevor ich dann zu einem KI-Chatbot gehe, weil ja, dann kann man ja auch alles dem KI-Chatbot fragen, aber ihr sollt erstmal den Umgang mit der Plattform kennenlernen, deswegen zögere ich das aktuell noch ein bisschen raus. Ich muss noch überlegen, was wir als nächstes durchsprechen. Vielleicht den Ideenbereich oder noch weiterhin jetzt die Einzelfunktionen zur Einzelaktienanalyse. Ich glaube, ich mache letzteres, ja. Naja, gut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mal ein Like, einen Kommentar. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.